Hey, heute soll es mal um die Metaphorik meiner Bilder gehen, so heißt das Thema. Und mit meinen Bildern meine ich den Abspann, den ich am Ende meiner Videos immer habe. Und vielleicht interessiert es ein bisschen, was das eigentlich darstellen soll, denn es handelt sich ja um Bilder, die vielleicht nicht so direkt zu passen scheinen zu dem Kanal Spirio, der ja eine spirituelle Ausrichtung hat und spiritualistisch ist. Und ich wollte das ein bisschen erklären. Ich habe ja diese herrlichen Bilder letzten Endes computergeneriert, das sind also nicht direkt meine. Und ich habe den Song von John Haydock genommen. Er hat mir das gestattet, das zu tun. Ich habe gesagt, ich finde den Song so großartig und so wunderbar. Ich würde es am liebsten nehmen für den Abspann und würde denken, dass das auch gut passt. Und da hat er gesagt, okay, dann mach. Und da bin ich also sehr dankbar. Ich werde natürlich den Abspann wie immer hinten dran hängen. Bei dem Abspann, das wollte ich erklären, geht es also darum, dass man bestimmte Situationen aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschheit im Prinzip in Bilder formt und darstellt. Es ist natürlich das kollektive Gedächtnis eher unserer europäischen Sichtweise und weniger vielleicht das aus irgendeiner anderen Weltregion. Aber für uns ist es also, denke ich, sehr wichtig und sehr intuitiv begreifbar, was da jeweils passiert. Als erstes habe ich ja Leonidas bei den Thermophylen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ein, eine legendäre Schlacht, bei der, ich glaube, da gibt es ja auch einen Film, 500 heißt der Film, bei der 500 griechische Kämpfer aus Sparta sich einer riesigen Übermacht gegenüber sahen von Persern, die das Land erobern wollten und die mit einer riesigen Armee angerückt kamen. Und weil an der Stelle in den Thermophylen, das ist eine enge Stelle in den Bergen, ein Pass, nur immer wenige durchkommen können, gelang es den Griechen, das also eine ganze Weile zu verteidigen, so lange, glaube ich, bis sie alle tot waren. Und ein weiteres sehr suggestives Bild, die Wikinger, ein Wikinger-Schiff mit einem Drachenkopf, der magisch aussieht und mit Blitzen. Und ein weiteres Bild, ein Gemälde einer, von einem Ritterschlag, sehr schön. Ähm, ein weiteres Bild von Jeanne d'Arc, die als junge Frau durch ihren Glauben, der es gelang, durch ihren Glauben und durch ihr Sendungsbewusstsein eine Armee anzuführen gegen die Engländer, die damals Frankreich erobern wollten und die dann allerdings tragischerweise auf dem Scheiterhaufen endete, weil den damaligen Machthabern es selbst unheimlich vorkam, dass eine so junge Frau solch einen Glauben in sich tragen sollte und man sah sie als Hexe an und hat sie als solche dann auch verbrannt. Und ein weiteres Bild, ein General, der über die Schlachtpläne gebeugt sitzt und verzweifelt aussieht, denke ich. Ein weiteres Bild von einem Soldaten, der am D-Day, am Decision Day, am, ich glaube, 4. Juli 44 oder Juni, äh, an der Küste von Nordfrankreich angelandet wird und dort an Land gehen muss. Und da gab es ja Küstenabschnitte, die sehr blutig verteidigt wurden. Und dann gab es wieder Küstenabschnitte, bei denen die Soldaten einfach an Land gehen konnten ohne zu kämpfen an der Stelle. Als weiteres Bild ein Astronaut, der über der Erde schwebt und in dessen verspiegelten Visier man das Raumschiff sieht, von dem er kommt. Und dann als nächstes Bild ein schwarzes Loch, das Informationen anzieht. Ich wollte vorher noch sagen, ich hatte also auch einige Bilder gemacht, die ich dann nicht eingefügt habe in diesen Abspann, die also auch durchaus uns viel sagen und die aber eher
wie soll man sagen, der Fantasie entspringen, wobei sich aus meiner Sicht, und das habe ich in manchen Sendungen gesagt, das total durchmischt. Also unsere Fantasien, die Geschichten, die wir lesen und das, was wir selber erleben, durchmischt sich total. Ich habe das in ähm, Metaphorisches Denken Nummer 69 dargelegt. Und ich habe übrigens in Nummer 65, die Natur träumt, fantasiert, fiebert, dargelegt, dass aus meiner Sicht diese ganzen kollektiven Erinnerungen und diese Fantasien sich durchmischen und dass die Natur überhaupt so diesen Charakter hat, alles Mögliche wahr werden zu lassen, was, wenn man das in einer solchen Bildfolge sieht, unglaublich aussieht. So, das ist meine Empfindung dabei. Ich bin wie ein Traum. Es sieht aus wie ein Traum, würde ich sagen. Und nun habe ich als nächstes Bild ein schwarzes Loch abgebildet, das Informationen anzieht und keine Materie. Und zwar deshalb, weil es auf meinem Kanal ja immer um diese Philosophie des Spiritualismus geht. Und der Spiritualismus predigt die Materielosigkeit. Das heißt, die Vorstellung, dass eine Welt, so wie wir sie in Anführungsstrichen vor uns sehen, genauso gut durch Informationen zustande kommen kann. Und es benötigt diese dreidimensionale Außenwelt eigentlich nicht, um das zu erzeugen, was wir vor uns sehen. Und wenn man diese Materielosigkeit so denkt, dann gibt es also viele Gedanken, die dann kommen, die uns zeigen, dass die Welt, wie wir sie sehen, anders determiniert ist, als wir es uns vorstellen. Beispielsweise hat die Welt der Informationen ganz andere Möglichkeiten als die der Materie. Wir stellen uns ja Materie immer so vor wie etwas sehr in sich Begrenztes und wir würden diese eine Möglichkeit, die die Materie hat, ihre Eigenschaften nämlich von ferne abrufen, würden diese in unserem Gehirn verarbeiten und würden das als ein Bild in unserem Gehirn entstehen lassen. Es impliziert dann auch gleich, dass unser Gehirn etwas von der Außenwelt völlig Verschiedenes ist. Das hier sind Informationen und dort ist die Realität sozusagen. Dieser ganze Gedanke kommt dann wieder und wieder in unseren Vorstellungen zum Ausdruck, wenn wir also zum Beispiel von Objektivität sprechen, etc. etc. Und ich hatte nun umgekehrt gesagt, wenn tatsächlich das Universum eigentlich ein Universum ist, das aus Informationen besteht, dann könnte es Wege geben, dass man dieses Universum anders interpretiert. Dass also in dem Universum aus Bewusstsein Gesetzmäßigkeiten zum Ausdruck kommen, die wir durchaus von unseren Gedanken her kennen oder sagen wir aus der Welt der Psychologie. Und der Gedanke dabei ist, dass wenn es also in einem Außen schwarze Löcher gibt, die Materie mit einer solchen Macht anziehen, dass nicht die klitzekleinste Information aus dem schwarzen Loch wieder herauskommt. Man nennt es ja Event Horizon, wenn hinter einem Ereignishorizont, wie man das so schön nennt, Informationen, die dahinter liegen, nicht mehr erlangen kann. Ganz einfach deshalb, weil jede Möglichkeit des Lichtes, diesem schwarzen Loch zu entweichen, nicht gegeben ist. Hinter diesem Event Horizon. Und daher habe ich das verbunden mit dem Gedanken an etwas, wo man also wie ich es nenne, Gravitation der Gedanken so sehr spürt, beziehungsweise man spürt es ja nicht, sondern sie werden einfach so angezogen, dass man nichts anderes mehr für möglich halten kann. Und beziehungsweise, dass die Realität keine Möglichkeit hat, in eine andere Richtung zu entweichen. Ich sehe ja den Spiritualismus ein bisschen wie eine alternative Denkmöglichkeit an, die übrigens sehr schwer zu erlangen ist, weil es eben diese Gravitation der Gedanken gibt und die aber auf der anderen Seite auch beweist, dass man anders denken kann, dass man sich andere Vorstellungen machen kann, dass das alles also möglich ist. Und ja, und das ist also sozusagen die Interpretation dessen, was ich da in diesem Video gezeigt habe, als das schwarze Loch, das Informationen anzieht. Und als letztes habe ich hier ein Fraktal. Ein Fraktal ist ein computerberechnetes Bild,
das auf einer letzten Endes recht einfachen Formel beruht. Ich blende die Formel hinter mir mal ein und habe ein kleines Dokument fertig gemacht. Mal sehen, ob ich das irgendwie verlinken kann, dass ich, also dass sich darum dreht, wie wird aus einem Fraktal, wie wird aus einer Formel, Fraktalformel, wie wird daraus also ein Bild. Und wen das interessiert, der möge sich dann bitte dieses Dokument ansehen. Ich muss noch mal gucken, wie ich das überhaupt mache, dass ich das irgendwo hochlade. Man muss es ja dann, glaube ich, irgendwo auf einem allgemein zugänglichen Server hochladen. Der Witz dabei ist, ich hab das selber mal gemacht, so eine Bilder hergestellt mit einem Programm namens Processing. Ich will das ganz kurz erklären, wie das geht. Also man hat bei Processing eine Leinwand, die kann man selber definieren von ihren Bildpunkten her. So eine Leinwand hat, sagen wir mal, 100 mal 100 Bildpunkte. Das heißt, es hat also 100 quer und 100 hoch und hat also insgesamt, als viele kleine Punkte, hat man dann 10.000. Und diese Bildpunkte kann man in Processing, dieser Software, konnte man damals einzeln berechnen lassen, sodass man sagen konnte, inwiefern hängt jetzt die Farbe eines Bildpunktes davon ab, welche Farben jetzt die umgebenden Bildpunkte haben. Und man kann damit alles Mögliche darstellen. Man kann daraus zum Beispiel kleine Filme machen, man kann zum Beispiel so eine Art Vogelschwarm darstellen, wo dann also ein Vogel sich bewegt und wenn man so will, willkürliche Bewegungen macht und der ganze Schwarm folgt ihnen und wird größer und dann wieder kleiner und so wie man das aus der Natur im Prinzip auch kennt. Und das Faszinierende daran ist eigentlich, dass man also sehen kann, dass aus einer reinen Informationswelt etwas entsteht, das uns dann im wahrsten Sinne wohlbekannt ist. Ich hatte das in einer anderen Sendung, habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, welcher. Es hieß, glaube ich, irgendwas mit Fraktale. Hatte ich das mal dargestellt, dass solche fraktalartigen Dinge, wie zum Beispiel ein bestimmter Blumenkohl, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, so etwas gibt es in der normalen Welt auch, dass also wie in diesem Fraktalmuster, das ich hier dargestellt habe, in dem Abspann, also etwas in sich wieder und wieder wiederholt und ganz offensichtlich eine Struktur hat, die durch, wenn man so will, einen Algorithmus zustande kommt. Oder zustande kommen kann. Man kann es also sehen, wie man will. Oder zum Beispielsweise ist eine typische Fraktalform auch sowas wie eine Schneeflocke. Eine kristalline Form. So, und das hatte ich eingebunden, um darzustellen, dass diese Bilder, die ich vorher hatte, also diese Bilder aus der Geschichte des kollektiven Bewusstseins, wenn man so will, dass es für ein solches Universum aus Geist nicht in erster Linie notwendig ist, dass ganz bestimmte Bilder entstehen, sondern sie haben nur den Charakter eines Musters. Und was wiederum dieses Muster für Welten erzeugt, ist dann wieder eine andere Frage. Das sollte der Sinn sein dieser Einblendung. Das bedeutet, es wäre also theoretisch auch möglich, dass eine Welt aus solchen Fraktalformen besteht und dann in sich funktional ist. Das wäre jedenfalls meine Vorstellung. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen erklären und es interessiert euch, das hoffe ich natürlich auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr liked und subscribt und danke euch für euer Zuhören und werde wie immer natürlich diesen Abspann dranhängen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön, bis dann. Tschüss. I can take your anger, baby.
I can hold your pain in a night full of thunder and sideways rain.